Freunde der Sonne, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Shutterspeed-Video. Ja, wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, wir testen endlich den Harmon Phoenix 200, der neue Film aus dem Hause Harmon. Das ganze Video heute, ganz nach dem Motto, der Phönix, der aus der Asche steigt oder der sich auch direkt wieder vergraben kann. Spaß beiseite. Wir testen das Ganze heute beim Rennwochenende in Spa. Es gibt also ein paar Rennautofotos. Wir haben das Ganze gescannt mit dem Fuji SP3000 und auch mit meinem DSLR-Scanning-Setup, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu vergleichen. Dazu aber später mehr. Ich würde sagen, jetzt erstmal Rolle rein und Abfahrt. Jetzt aber nochmal mehr zu dem Phönix und warum wird das Ganze eigentlich unter Harmon und nicht unter Ilford vertrieben. Harmon ist die Firma, die 2004 gegründet wurde, als Ilford Konkurs anmeldete und ist benannt nach dem Ilford-Gründer Alfred Hugh Harmon. Unter dem Markennamen Ilford dürfen allerdings nur Schwarz-Weiß-Produkte veröffentlicht werden. Daher ist die neue Emulsion des Phoenix 200 unter dem Markennamen Harmon veröffentlicht worden. Und ja, es gibt auch Ilford-Farbfilme, wie den Vintage Tone oder den Vintage Color. Das sind allerdings alte Emulsionen und daher dürfen sie wahrscheinlich unter dem Markennamen Ilford veröffentlicht werden. Die Emulsion des neuen Phoenix ist auf der Verpackung mit 200er ISO angegeben. Online bei Harmon steht allerdings, dass er zwischen 100er bis 400er ISO geschossen werden kann. Ich würde das Ganze allerdings kritisch sehen und dem Ganzen nicht zustimmen. Ihr seht aber auch später warum. Der Film kann ganz normal im C41-Farbprozess entwickelt werden. Es sind 36 Bilder auf dem Film und weitere Formate, wie beispielsweise eine Mittelformatversion von dem Film, sind wohl geplant oder angedacht. Allerdings gibt es dazu noch keine konkreten Informationen oder ein Veröffentlichungsdatum. Jetzt aber genug rumgenördet, ab zurück auf die Rennstrecke. Wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, haben wir hier keinen klassischen Film. Wir haben einen extrem kleinen Belichtungsspielraum, dadurch super hohe Kontraste, sehr leuchtende Farben wie Rot, Gelb oder Blau und dazu kommen noch Halations, wie wir sie klassischerweise vom Cinestill kennen, allerdings noch deutlich stärker meiner Meinung nach. Ihr merkt also, es ist ein sehr experimentierfreudiger Film. Harmon ruft vor allem dazu auf, Feedback zu dem Film zu geben, um den Film noch zu verbessern, denn das Ganze soll wie ein Kickstarter-Projekt funktionieren. Und unter anderem wollen sie halt diesen Film noch vielleicht verbessern, aber sie wollen auch weiter forschen und mit dem Geld, was durch den Phoenix 200 reinkommt, einfach die Entwicklung wieder ankurbeln und eventuell auch noch weitere neue Emulsionen auf den Markt bringen. Was mir bei Filmen auch immer relativ wichtig ist, sind die Hauttöne, denn ich schieße viel Porträts. Und wie ihr gerade in dem Bild gesehen habt, haben wir hier eine sehr gelbliche Haut. Und auch hier bei dem Porträt von Justin sieht die Haut
eher nicht so gesund aus. In der DSLR-Version habe ich es ein bisschen besser rausbekommen, aber ich denke, wenn man vernünftige Porträts mit echten Hauttönen schießen möchte, sollte man eher zu einem anderen Film greifen. Alle Bilder, die ihr bis jetzt gesehen habt, habe ich bei unserem Partner, dem Camera Dealer, entwickelt und anschließend halt mit dem Fuji SP3000 erstmal digitalisiert. Und da ist einem auch nochmal aufgefallen, wie extrem anders diese Emulsion vom Phoenix aussieht im Vergleich zu anderen Filmen. Ja, unbelichtet hat er diesen gelblichen Stich und sobald er dann entwickelt ist, bekommt er so einen, ja, krassen lila Stich einfach. Ja, zu dem Scanner, dem Fuji SP3000, muss man natürlich sagen, dass er immer eher ein gesättigtes Bild rausgibt und somit knallen die Farben halt einfach nochmal ein bisschen mehr. Ja, das ist mir vor allem auch nochmal aufgefallen, als ich die Bilder dann zu Hause mit meinem DSLR-Setup nochmal gescannt habe. Da habe ich versucht, einfach nochmal ein bisschen mehr Informationen aus den Schatten zu holen und den Film generell etwas flacher zu scannen und nicht so extrem kontrastreich wirken zu lassen. Ich finde es dann doch extrem, wie sehr die Schatten beim SP3000 verschluckt wurden und wie sehr ich die bei dem DSLR-Setup doch noch rausholen konnte. Klar haben wir jetzt nicht mehr so knallige Farben wie vorher, allerdings gefällt mir der flachere Look, glaube ich, etwas besser. Ich blende euch jetzt hier auch nochmal ein paar Bilder ein, Side by Side, damit ihr das Ganze für euch selber auch nochmal bewerten könnt und ja, einfach nochmal seht, wie der Unterschied so ist und was man da noch rausholen kann oder auch nicht. Abschließendes Fazit. Ich würde sagen, für mich ist der Film so für den Alltag auf jeden Fall nichts. Da greife ich dann doch lieber zu den klassischeren Filmen. Aber ich glaube, das soll der Film auch gar nicht sein. Wir haben einfach hier einen sehr experimentierfreudigen Film, den man ja mal ausprobiert und vielleicht irgendwie mal ein Projekt damit startet oder so, wenn man diesen Look halt bestimmt für irgendwas einsetzen möchte. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass neue Produkte auf den Markt kommen. Das ist ja eigentlich nur positiv. Es wird weiter geforscht, es kommen neue Produkte auf den Markt. Das heißt, das Thema ist einfach immer noch aktiv. Die Firmen haben wieder Bock drauf, die Leute haben Bock drauf und ich denke, da zieht jeder seinen Nutzen draus und besser geht's doch eigentlich nicht. Deswegen, ja, abschließend auf jeden Fall Props an Harman, dass man auf jeden Fall mal wieder eine neue Emulsion auf den Markt bringt. Ich hoffe, da kommt in Zukunft auch noch ein bisschen was wie neue Formate oder auch nochmal andere Emulsionen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo schadet auch nicht, hilft uns und wir würden uns sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutter Speed.